Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir die Saletoma zu den Piraten gebracht. Wir haben außerdem Savik getroffen, der scheinbar auf dem Weg zu Alfred ist. Das ist nicht ganz sicher. Jedenfalls ist Eisen natürlich sofort mitgegangen. Ich habe offscreen ein bisschen Ausrüstung aufgebessert, beim Magilus scheinbar nicht. Eleanor hat jetzt plus 7er Stiefel. Rocco hat eine plus 10er Rüstung. Sobald es plus 10 ist, bekommt das Ausrüstungsstück eine gelbe Farbe und einen neuen Namen. Und es steht eben nicht mehr plus 10 hinten dran. Ich glaube, die Dolche habe ich auch auf plus 5 gemacht. Hatten die vorher, glaube ich, auch nicht. Ich habe Eisens Ausrüstung aufgebessert, weil natürlich ist das möglich, obwohl er gerade nicht da ist. Also ihr seht es zwar nicht, aber habe ich gemacht. Moment. Kann nämlich ganz einfach hier auf magische Art und Weise, wenn man auf Ausrüstung. Was habe ich denn aufgebessert bei ihm? Ich glaube, ja, auch die Rüstung, genau. Er hat auch eine plus 10er Rüstung jetzt. Feldspaltkunst, das war die Feldspaltweste vorher. Ja. Ich kann euch irgendwann auch noch zeigen, generell, wie man, kann ich eigentlich auch jetzt zeigen, zum Aufbessern. Ihr seht da unten, um eine natürliche Weste aufzubessern, braucht ihr ein Bernsteinfragment. Das Grundprinzip, wie man am besten durchkommt, ist, man bessert es einmal auf. Das heißt, wir haben jetzt ein Fragment da reingesteckt. Wenn wir das Ding jetzt zerlegen, ja, bekommen wir 4 Bernsteinfragmente zurück. Das heißt, wir haben 3 Gewinn gemacht. Bekommen zweimal geruchene Flüssigkeit und zweimal Härtungspulver. Ich muss sagen, diese Flüssigkeitsdinger habe ich nie drauf geachtet. Die hatte ich irgendwie immer genug. Ich glaube, die kommen... Oh, je nachdem, was man rechts bei diesem Aufwertungsbonus stehen hat, ich bin nicht sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kann sagen, bei den Bronze-, Silber- und Gold-Sachen war es immer ein bisschen komisch. Da haben mir mal Sachen gefehlt, aber diese ganzen anderen, ich sag mal, Standardausrüstungsteile, so Bernstein, Kalzit, Ambifol, Topaz. Haben wir Topaz schon? Topaz kommt, glaube ich, später. Ich habe jetzt gesagt, Quarz? Ja, jedenfalls diese ganzen Sachen. Macht man so. Genau. Auf 1 und dann zerlegen. Haben wir jetzt quasi Gewinn gemacht. Das muss man natürlich öfters machen, ne? Bis man ein bisschen Vorrat hat. So, die nächste Stufe ist dann immer, also man kann es auch zwischendrin zerlegen. Ihr könnt es auch auf plus 2, plus 3, wann auch immer verlegen, aber es ist am sinnvollsten, man macht es auf 1, 4 und 7. So, wenn man es auf 4 bringt und zerlegt, bekommt man nämlich das normale Härtungspulver. Moment, aufwerten. Kriegen wir sie aber auf 7 hoch? Ich bin nicht sicher. Schauen wir mal. Zack. Ich glaube, wir haben zu wenig grobes Härtungspulver. Ah, doch. Genau, jetzt brauchen wir nicht das normale. Jetzt brauchen wir nochmal das normale. So, und wenn ihr es auf plus 7 zerlegt, dann bekommt ihr feines Härtungspulver. Das ist natürlich bei mir jetzt am seltensten, weil ich selten das irgendwie überhaupt so hoch kriege und dann zerlege. Aber ja, und so könnt ihr euch quasi bis 10 hocharbeiten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr immer ganz viel Ausrüstung habt. Ich nehme immer diese alten Billigsachen hier, meistens diese Bernsteindinger, die ich einfach dazu, hier ist Bernstein, die ich einfach dazu nutze, ja, um sie dann kurz hochzustufen und sie dann zu zerlegen, damit ich Einzelteile habe für die besseren Sachen. Diese Flüssigkeiten-Dinger unten sind, glaube ich, immer gleich und dieses Härtungspulver, wobei die Flüssigkeiten sind anders. Egal, jedenfalls davon hatte ich immer genug. Härtungspulver, wie gesagt, durch die plus 1, plus 4, plus 7. Und ansonsten halt, wenn ihr Bernstein-Dinger braucht, müsst ihr Bernsteinsachen zerlegen. Wenn ihr Kalzit-Dinger braucht, müsst ihr Kalzit-Dinger zerlegen. Wenn ihr gar keins habt, also angenommen, ihr habt überhaupt kein Kalzit-Fragment, könnt ihr, wie ihr hier gerade auch seht, einfach eine ganz normale Rüstung zerlegen. Habt ihr 1. Und dann könnt ihr es zumindest einmal hochbessern, das nächste. Und wenn ihr das zerlegt, habt ihr schon mal 4 zurückbekommen dann. Und eine Rüstung halt verloren, ne? Aber ja. Jupp, so bessert man am effektivsten, also in meinen Augen, am effektivsten Ausrüstung auf. Aber gibt es auch bestimmt 50.000 Guides dazu im großen, weiten Internet da draußen. Da ist noch irgendein Gespräch für uns. Why does it seem like everyone around me is completely mad? Yeah! Continuing to fight when you know you'll lose just is insane! Would you stand around and watch your comrade die just because you're scared? I wouldn't want to, but getting myself killed wouldn't save anyone either. Yes, it would be illogical to fight. Is being illogical really that bad? Well, At the Empyrean's throne,
I remember Velvet standing, despite the horrible pain she felt. Rokuro is training with all his heart in order to defeat his brother Shigure. And Kurogane used up his own head to forge a powerful blade. None of that is very logical. Yeah, I don't know quite how to put it, but I think it's all amazing. Aren't you forgetting someone? Magilu is traveling with us, even though she doesn't care. And that... Yes, go on. I don't really understand what that's about. Miss Magilu, hang in there! Well, it is amazing in some sense, I suppose. Ach, schön. Apropos Magilu. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem Titel hier? Dauert noch ewig, okay. 416 von 500. Na dann, mehr Lord Kämpfe. Tower lies beyond the Burnak Plateau. Blah! If you're gonna set up an obvious trap, couldn't it at least be someplace more convenient? Hoch. Noch sind wir im Norden. Na gut. Wir können uns immer noch nicht schnell fortbewegen. Das kommt viel zu spät im Spiel. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass es erst so spät im Spiel kommt. Wir gehen darum. Das ist, glaube ich, kürzer. Außerdem waren wir hier noch nicht, weil ich finde was Tolles Neues unterwegs. Zum Beispiel diese Feinde, die wir schon gesehen haben. Bubbel, ein paar Kräuter vielleicht. Hier in diesem abgelegenen Baum? Nein. Oh. Oh, ich habe Eisen gar nicht dabei. Verdammt, egal. Die bekommt er dann als Willkommensgeschenk, sobald er in die Party zurückkehrt. Ja, Spoiler, er kommt wieder. Ganz unerwartet, nicht wahr? Hätte keiner mit gerechnet. So, wir haben es schon fast geschafft. Da links gibt es noch irgendeine einsame Insel. Da rechts gibt es einen Weg zu dem Wald, wo wir schon waren. Was ist denn? What's wrong, Laphicet? I was just wondering why Aizen and Zavid can't work together to find Ifried. All men their age care about is their reputation, their street cred. Such a hassle. Oh, really? Well, I can't fully deny it. The same could be said of women, and of everyone, really. It's hard to work alongside someone unless you strive to understand their thoughts and feelings. And if you can't? Well, It's like Zavid said. You start talking with your fists instead. Sounds harder than I thought. Männer in ihrem Alter. Wie alt war Eisen? 1000 oder so? Wie alt ist David? Ich weiß es gar nicht. Aber ja, Männer in ihrem Alter. Definitiv. Definitiv. Oh, eine enttäuschende Sackgasse. Aber okay. Wow. Eine Münze. Danke, Spiel. Danke. Das hat sich sehr gelohnt. Total. Oh. Okay, ich weiß, wo wir sind. Whoa! Hot water is spouting out of the mountain. and look at those rainbows. This is one of the 7 wonders of the world, the Burnak Geyser. The water heats up from underground until the pressure forces it to spray up from the surface. And the rainbows are caused by light reflecting from the salts suspended in the mineral water. It took tens of thousands of years for the minerals to accumulate here and form this phenomenon. Wowee! That was very educational. At least you know plenty of trivia, if nothing else. Additionally, the groundwater veins that feed this geyser are connected to the sea. Because of this, every now and then a boiled octopus or crab will shoot out from the geyser. No way! That's impossible. Well, not impossible, but With the salt content of the geyser's water, I bet they're seasoned to perfection. Magilo, I'm declaring your bizarre imagination the 8th wonder of the world. People say that all the time. Okay, ich habe nachgeguckt. Eisen ist 1000, Savit ist 600. Aber ja, Leute in ihrem Alter. Vollkommen akzeptable Aussage. Ein Brutwolf, der kein Wasser mag. Na dann. Bleib weg von mir.
Aber ich mach dich nass. Weg, weg, weg. Plopp. They were nothing. Ja, das war wirklich nicht viel. Ist das hier die Burnak-Hochebene? Die große Kreuzung, genau. Von denen hatten wir ja gelesen. Dann haben wir die anderen beiden echt verpasst. Also den einen haben wir verpasst. Barona-Katakomben. Aber den danach scheinbar auch. Ups. Naja, was soll's. Auf zu Eisen. Eigentlich sollten wir ja einmal zumindest Feinde mitnehmen, oder? Damit ihr die Feinde in dem Video mal gesehen habt. Was gibt's denn hier? Nasse Saat. Skorpstern. Eine Mischung aus Skorpion, Stern und Keiler. Hallo, du da. Was mache ich dich nass? Ah, aber ich ziehe euch ein. Langsames Casting. Oh, ja, okay. Ich habe das verdient. So, jetzt nochmal schneller. Oh. Ich wollte gerade Zauber abprobieren, aber ich war ein Tick nicht zu spät. Der letzte? Ja. Not bad. You too. Wow, die beiden, das verstehen sich wunderbar, die zwei. Wisst ihr, ich habe mich wieder vom Bubbeln ablenken lassen und bin sonst wohin gerannt. Oh, eine Kiste. Wow, eine Innerflasche. Richtig nutzlos. Hier ist der Weg. Eisen! Did you get the medicine to the ship's crew? Yeah. Good. My thanks to you. These soldiers won't be happy in the morning, but they're alive. Is this your work? No. They were like this when I got here. It must have been Zavid. He didn't kill a single one. Interesting. The Abbey is going to great lengths to arrest him. Even so, he clearly knows he's walking into a trap. What I don't get is why he roped me into all of this. If he didn't want my help, then what need did he have to play the Ifrid card on me? If you knew this was a trap, why did you come? To see for myself. When I met Ifrid, I was wallowing in despair that I would ever find a way to break the Reaper's curse. Stop denying reality, he told me. If you were really born with that curse, then it's a part of you. But if the Reaper learns to grasp the wheel of his life, even he may find his creed, his path through stormy waters. And so, I joined him aboard the VanyllaChan. A creed of life. Let's say someone's murdered the captain. If it came as the result of him living life on his terms, I could accept that. But if anyone, and I mean anyone, tries to crush his way of life, I could never forgive them. Who's there? It's rude to eavesdrop. If you got secrets, talk about them at home. Zavid, isn't there any way you and Eisen can work together somehow? Not if he's going to keep acting like this. Well, that's how it is. What was the point of all that posturing? He could have just stayed hidden. Weirdo. Can't disagree there. Ich liebe diese Dynamik zwischen Eisen und Zavid. Das ist perfekt. Einfach nur perfekt. Tschüss, Velvet. If I'm in this 100%. Ja. Ja, du bist 100% hier mit dabei. Starkarm ist sogar eine seiner besseren Waffen. Haben wir das? Ich habe das Topaz-Ding bei ihm gerne benutzt. Haben wir das? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Okay. Ich wollte umziehen. So. Und zwar nehmen wir mal die Farbvariation. Eigentlich müsste ich ihr dann auch
den anderen Hut geben, was Soray nicht ganz so gut gefällt. Egal. Wir machen das mal. Farbvariation. Farbvariation. Das ändert, glaube ich, die Blümchen bei ihren Zöpfen. Ja, okay. Was haben wir hier? Grau. Er hat keine Farbvariation, dann kriegst du deine normalen Haare wieder. Ich glaube, an sich ist es wahrscheinlich schon cool, aber ich bin einfach nicht so der Fan von Rot. Vor allem passt das nicht wirklich zur Brille und dem Ohrring, aber egal. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich seine normalen Haare ertrage. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, was ist das, Laffy? Oh. Grün, okay, wow. Ist... Es ist bunt. Das ist bunt. Okay. Vielleicht ein Part oder so. Damit ihr zumindest die Kostüme alle mal gesehen habt. Loringen Tower is a training ground for exorcists, right? Yes, it's a great edifice built on ancient ruins. Luffy said, did you ever go there when you were tethered to Teresa? I don't really remember the beginning of my service to Teresa. I see. What sort of training do they do there? Exorcists are tested and assigned Malachim equivalent to their aptitude with mana. It's also where they practice Malak arts and study our laws. So the lower ranks use it as a sparring ground in order to train up to the higher ranks? No, an exorcist's affinity to mana is not something that strengthens through training. We are given Malachim based on our inborn ability, then learn arts to suit that ability. So, an orderly is an orderly for life, then? Correct. There'd be no spirit of competition then. Don't they want to get stronger, to advance through the ranks? There'd be no purpose to advancement. Rank signifies nothing more than the type and number of Malachim one can tether. People join the Abbey for only 2 reasons. To protect people from demons, and to save the world. Are all of you that dedicated to asceticism? How sickeningly noble of you. I wonder if your wills are suppressed just like those of the Malachim you use. Deviants like you could never possibly understand our motives. In any case, that is who awaits you at Loringen Tower. So we're in for a rough welcome. I say bring it on. I can't wrap my head around Zavid. We witnessed his unwillingness to kill before, but it seems he's quite serious about it. Maybe that's why I don't feel scared of him. Even when he and Aizen were about to fight, I didn't feel tense at all. Perhaps that's just because you've been around Velvet a bit too long, kiddo. Next to her, few people are frightening. Do you think so? Don't ask me. He doesn't come across as vicious. I think that's why you're not scared. Because he's just a brawler? Maybe he's just naive. Okay, so he's just a naive brawler. He's still involved with Ifrid's disappearance, and he's also taking on the Abbey. I just don't get him. Me neither. Uh-huh. I agree, but I don't understand any of you either. Das stimmt. So. Wir könnten eigentlich nochmal versuchen, diese Special-Gegner irgendwie... I don't get it. Get what? Why did Ifrid let Aizen join his ship, knowing he carried the Reaper's curse with him? What good did it do? I just don't see the reason behind it. Well, if it were me who had that curse, it would mean that you and Velvet could die because of it, right? Yeah, I suppose so. If that's the case, then I'd feel like I'd both want to and not want to be close to you two. And I'd probably really, really hate myself for it. Do you suppose that's how Aizen feels? But Ifrid still took him in. He agreed they'd put up with the curse together. It's all a bit hard to fathom. Well, if one thing's for certain, it sounds like Ifrid's a very strong man. At least for a base lawless pirate. Wir können noch mal testen, ob wir diese Umherstreifen-Gegner irgendwie bekommen. Aber erst möchte ich diese Goldkiste da haben. Das Spiel sagt nein.
Oh. Geht's hier nicht runter? Hier geht's nicht runter. Na gut. Dann kommt man aber irgendwie anders hin. Aber irgendwo ging's doch runter. Huch. Okay. Ach, Rokuro, mach das doch nicht, wenn ich hier gerade Be proud. You made me unleash my full power. komboen will. Die halten ja scheinbar gar nichts aus. Aber gut. Dann ist das perfekt, um ein bisschen den Counter hochzukriegen. A complete victory! So. Aizen, can I ask you about that thing Zavid had? It belonged to Ifrid, didn't it? I've read much of the Abbey's archives on weaponry, but I've never seen anything like it. He found it when we crossed to the far continent. It's a relic from a long-vanished civilization. He's like me and can't resist a good treasure. But of everything we've found, that one was his most prized. What is it? I can't say. It seemed like a weapon, but Ifrid wouldn't let anyone touch it. He went off and tested it on his own, then came back all grinning, saying he had an ace up his sleeve the next time we got into a fight. Then it's definitely some sort of ancient combat device? But why is Zavid looking for Ifrid? To apologize for stealing it? He doesn't seem like that much of a gentleman. Did he really steal it? What do you mean? It's just my feeling, but Zavid doesn't seem like the type of Malak to steal something so precious. He said he just picked it up. Perhaps he's trying to return it. Perhaps. Wir werden es noch herausfinden. Ich finde, Eleanor sieht eigentlich ganz okay aus in dem andersfarbigen Outfit. Ungewohnt auch krass. Rokuro geht auch. Bisschen langweilig, aber I okay. was just getting warmed up. Oh, da sehen wir sie ja mal alle. Wie schön Velvet von diesem Speer zensiert wird. Oh Mann. Aber ich finde dieses Grün an Luffy-Set irgendwie seltsam. Und ich finde, also Magilu, Rokuro und Eisen passen farblich eigentlich recht gut zusammen und die anderen drei stechen einfach voll raus. Eleanor vielleicht auch noch, weil die auch diese rote Jacke hat. Mit dem Weiß, ja, es geht auch noch, aber Velvet und Luffy sind so, nee. Nee. Einfach nee. Einfach nee. Da Rokuro jetzt bessere Ausrüstung hat, die aufgeweitet wurde, hat er, ich glaube, 6 SA anstatt You 4. really do have a peculiar air about you. Yeah, I don't think you're one to talk. Und dadurch setzt er jetzt noch öfters seine Mystic Arts ein. Man merkt, okay, hier sind kaum noch Feinde. Dann nehmen wir jetzt so einen Doppelgegner und hoffen, dass der nach der umherschweifende Gegner auftaucht. Rokuro muss jetzt mal demonstrieren, wie oft er jetzt seinen Mystic Art einsetzen kann. Ja. Dann meint auch. Soll ich? Okay, why not? Oh, sogar das zweite. Dann die Combo war zu hoch. Ah, das habe ich nicht mehr erwartet. Erst ich brauche noch 3. Moment, vielleicht haben wir 3. Kann schon. Oh. Oh, und kein umherschweifender Gegner. Dafür ganz viel Ausrüstungsdinger. Okay, sind hier noch Feinde? Nö. Hier geht's runter, oder? Ah. Und hier kommt man auch zur Kiste dann. Haha. Nicht, dass sie uns irgendwas bringen würde, aber einfach aus Prinzip. So. Hi. Grellpinkes Shirt. Hat sich das gelohnt? Möchtest du ein grellpinkes Shirt? Ich hätte bei meiner Rüstung gern, dass sie Verteidigungswerte bringt. Von daher möchte sie kein grellpinkes Shirt. Bam, bam, bam. Hier ist noch ein
Östlicher Laban-Tunnel. Es gibt einen östlichen und einen westlichen. Ich glaube, in einen muss man... Also in einen muss man auf jeden Fall rein. Hauptstory oder Nebenstory. Bin gerade nicht sicher. Und ich glaube, in einem anderen muss man sogar theoretisch nicht rein. Also es fehlt dann halt eine Katzkiste, ne? Weil in jedem Gebiet ist eine Katzkiste. Von daher muss man deswegen quasi rein. Aber ich glaube, es kommt niemals der Punkt in irgendeiner Hauptstory oder in jedem Quest, der sagt, hey, du musst da rein. Na gut. So, beim nächsten Mal geht es durch dieses große Tor. Nein, wir müssen einen anderen Weg gehen, oder? Beim nächsten Mal suchen wir den Weg. Also dann, ciao, ciao.